Heute sind wir unterwegs in einem Mercedes G500 Cabriolet. Das ist eine echte Rarität, weil es gibt vom Final Edition nämlich nur 200 Autos und das ist einer von 200 Autos. Nun sind diese Autos aber auch gerne benutzt worden und das hat dann dazu geführt, dass einige höhere Laufleistung haben. Also wir haben gerade so einen Wagen verkauft, haben wir nach Russland verkauft mit 60.000 Kilometern. War trotzdem relativ schnell weg. Und dieser hier, und das ist das Tolle an dem Auto, der ist aus erster deutscher Hand und hat erst original 9.700 Kilometer gelaufen. Also der Wagen ist, kann man eigentlich sagen, fast neuwertig und hat eine wahnsinnig schöne Ausstattung. Das zeigen wir euch gleich ein bisschen im Detail. Der ist mehr oder weniger voll ausgestattet, der Wagen. Und ich sag mal, so ein Cabrio zu fahren, das ist ja wirklich toll, weil der Wagen, der wiegt 2,5 Tonnen, der ist sehr, sehr schwer. Man hat hier richtig was in der Hand. Ein G ist ja seit 40 Jahren in der Produktion, ist ja einer der längst gebauten Fahrzeuge überhaupt, also wirklich durchkonstruiert, völlig ausgereiftes Auto. Auto hat richtigen Bums, sagt man in Hamburg. Da geht richtig was nach vorne, wenn man drauf tritt. Also ist einer der luxuriösesten und außergewöhnlichsten Cabriolets, die es eigentlich gibt. Und trotzdem ist dieser hier, der G500 Final Edition, sehr, sehr diskretes und sehr, sehr dezentes Auto. Also man fällt mit dem hier nicht peinlich auf. Es gab dann noch so Maybach Cabrios und solche Sachen, die finde ich persönlich schon ein bisschen sehr laut, so mit Doppelachse oder so, das muss vielleicht nicht sein. Aber dieser hier, der ist sehr, sehr edel. Und ich sag mal, wenn ihr eine tolle Sammlung habt oder eine schöne Immobilie und in wirklich schöner Lage wohnt, ist das hier eigentlich ein tolles Auto, was herrlich dazu passt. Die Autos sind ja gebaut worden bis ins Jahr 2014, danach war Schluss damit. Und es ist der drittletzt gebaute überhaupt von dieser Serie, danach war Ende. Und es ist wirklich, also es ist wie ein Neuwagen. Man merkt, dass das Lederlenkrad ist überhaupt nicht abgegriffen oder so. Er ist wie gesagt aus erster Hand. Und 9.500 Kilometer sind nicht durchs Gelände gefahren worden, obwohl das natürlich möglich wäre mit dem Auto. Das ist kein Geländeauto gewesen. Er hat wahrscheinlich immer noch schön in der Garage gestanden, ist bei bestem Wetter rausgeholt worden, wie wir das ja heute auch machen, hier bei schönstem Sommerwetter fahren. Ja, also er hat schön Dampf. Ihr hört das auch, wenn man drauf tritt, geht hier stark einen Berg hoch. Aber so ein 8-Zylinder hat natürlich Kraft und er bewegt diese 2,5 Tonnen hier ziemlich galanten Berg hoch. Das ist halt das Tolle an der Maschine. Er ist ein bisschen härter gefedert, aber dafür ist es auch ein Geländewagen, hat auch ein gewaltiges Gewicht. Aber zum Fahren macht er richtig Spaß. Also das ist ein Auto, was ihr flott bewegen könnt. Also ich habe ja G-Modelle 10 Stück selber gehabt. Wir haben ab 1990 G-Modelle in der Firma gefahren und dann ging das los mit dem G300 Diesel. Der hat, glaube ich, 115 PS gehabt oder so, da war mit flotter Bewegung gar nichts. Dann haben wir den 350 Turbo Diesel gehabt mit 140 PS, da war aber 145 Spitze auch Schluss. Der hier läuft gute 210, obwohl man das offen wahrscheinlich nicht macht. Man hat das Auto ja zum Cruisen und wenn man eine schöne Gegend hat, um den zu bewegen, ist das interessant. Wozu der aber noch interessant ist, das ist eine tolle Geldanlage. Ich garantiere euch, das Auto wird sich in absehbarer Zeit auf das Doppelte des Wertes bewegen. Es gibt keine von diesen Autos und schon gar nicht einen mit dieser tollen modernen Technik. Die gibt es überhaupt nicht. Und dann noch einen in der Konfiguration gibt es schon gar nicht. Machen wir mal hier auf Park, das ist die Automatik, ganz normale Automatik, wie ihr sehen könnt, geschaltet gab es diese Autos nicht. Das sind auch in den neuen E-Klassen und S-Klassen gibt es ja diese Bedienelemente genauso. Hier ist die Klimaanlage, hier ist die Heckheizung, da haben wir hier vorne die Lüftungseinstellung, oben, unten, Mitte, kann man auch ganz ausstellen, stark belüftet und wenig belüftet. Hier sind die Räder dazu. Ja, dann hier vorne Sitzheizung, sagte ich schon, das ist manchmal ganz interessant, das zu haben, wenn man Cabrio fährt, kann auch mal frisch werden. Wenn es warm wird im Sommer hier, ist das auch ein klimatisierter Sitz. Also der Wagen ist ziemlich voll ausgestattet und alles, was ihr hier sehen könnt, das ist ja hier komplett Lederarmaturenbrett. Also die ersten Gs, da war das Hartplastik und nichts anderes. Mittlerweile haben die hier edelste Hölzer eingelegt, also das ist schon ganz, ganz besonders gemacht.
Und was natürlich toll ist, ein ganz modernes Navi hat der Wagen hier auch. Da könnt ihr sehen, wo wir uns gerade befinden. Inntal-Dreieck, da hinten ist Salzburg, da vorne sind die Alpen. Ja, Navi hier, Telefon, hat natürlich auch Bluetooth. Das heißt, das Auto hat wirklich den aktuellen neuen Stand, den es heute technisch gibt. Deswegen ist er ja auch Baujahr 2014. Schade halt nur, dann ist diese Serie ja eingestellt worden. Das heutige neue G-Modell, auch ein tolles Auto, hat aber kein Cabrio. Und wann das kommt, weiß man nicht. Aber diesen kantigen Charme von damals, wie dieser Wagen hat, der ist selten, der wird nicht wiederkommen. Ich finde, dass der Besitzer das Auto traumhaft konfiguriert hat. Also er hat dieses ganz, ganz tolle Holz, das zeigen wir euch gleich nochmal. Dann hat er dieses schöne sandfarbene Verdeck. Ist übrigens ein elektrisches Verdeck, was wir eben gerade runtergenommen haben. Und ja, anthrazitfarbene Felgen. Also ich finde, dass der unglaublich edel aussieht, unglaublich dezent. Wir können mal kurz ums Auto herumlaufen. Schaut euch das mal an. Ist auch so konfiguriert, dass er hinten die modernsten Leuchten hat, die es gab. Danach war die Serie zu Ende. Dann hat er hinten dieses tolle eingekleidete Reserverad. Das hier vorne mit spezieller Heckleuchte, also wirklich ein Gimmick, sieht echt cool aus, finde ich. Und was dann noch interessant ist für den Wagen, wer es möchte, ist aber hier nie benutzt worden, er hat auch eine Anhängerkupplung. Und hier gibt es eine Anhängelast, soweit ich weiß, von 3,5 Tonnen. Da könnt ihr so ziemlich alles hinten dran hängen. Der zieht alles weg und das hat eigentlich nur damit zu tun, weil er 2,5 Tonnen Gesamtgewicht hat. Das ist natürlich richtig viel. Man bewegt da eine Menge und das führt natürlich dazu, dass so ein Auto einen Verbrauch hat. Also wenn er ihn ganz dezent fährt von 12 Litern und wenn er immer richtig die Sporen gibt, dann gehen eben auch mal 20 Liter durch. Aber man kann ihn so mit 14, 15, 16 fahren. Das geht. Aber gut, man fährt mit dem Auto ja nur auch nicht täglich. Das ist was ganz Besonderes. Ich sag mal, wenn man den in der Garage hat, das ist eine super Geldanlage und ja, es gibt kaum noch welche. Auch sonst Cabrios, wenn ihr mal am Markt guckt, selbst wenn die viel gelaufen haben und 10, 20 Jahre alt sind, die kosten einen Haufen Geld, obwohl die noch alte Technik haben, zum Teil schon richtig hergenommen wurden. Das ist was Besonderes. Das ist ein Auto aus 2014, fast wie ein Neuwagen. Also zumindest wie ein Jahreswagen, das kann man sagen. Ja, das Gefühl, was ich mir jetzt so vermittle, ich meine, ich bin ja alter G-Fahrer, ich fahre die Autos seit 30 Jahren, ich kenne die gut. Das ist halt technisch der neueste Stand vor dem Modellwechsel und als Cabrio halt eine Rarität. Und das Schöne ist, ich sag mal, man merkt, hier ist richtig aus dem Vollen gebaut worden. Das ist ein ganz massives Auto, gibt einem ein tolles Sicherheitsgefühl, da ist alles da, wo es hingehört. Wie gesagt, 40 Jahre Erfahrung, das Auto gibt es ja schon ewig. Und das ist halt der letzte von den kantigen, von den interessanten Urgis, die ab 1977 durch die Gegend gefahren sind. Wir hatten, wie gesagt, mit unserem Unternehmen 10 dieser Fahrzeuge, haben alles erlebt, bis über einen Überschlag mit den Autos, alles dabei gewesen, 2 schwere Verkehrsunfälle. Aber das Auto war immer stabil, ist eine ganz massive Konstruktion und das spürt man. Also das ist jetzt nicht ein Auto für die Rennstrecke, aber der hat schon Dampf mit dieser 8-Zylinder-Maschine. Man kann ihn ganz entspannt und ganz toll fahren. Man hat in jedem Moment genügend Reserven, auch wenn man mal überholen möchte, ist das gar kein Problem. So, wenn man hier so schnell die Kurven fährt, merkt man, er neigt sich so ein bisschen. Es ist halt, wie gesagt, eigentlich was zum Schleppen und vor allen Dingen was fürs Gelände. Aber das Tolle ist ja hier so als Cabrio das Auto zu fahren. Es zieht übrigens auch kaum. Also man sitzt hier traumhaft in der Sonne. Also ich hätte mir ja nie träumen lassen, als ich damals die alten Gs gefahren habe, dass das eines Tages mal so aussieht und vor allen Dingen auch, dass Mercedes so ein Auto so lange baut, dass sich das am Markt auch hält. Das ist ja einmalig. Das ist ja ganz, ganz selten in der Automobilgeschichte. Beim VW war das auch so, beim Käfer. Aber das so als G, der ist 40 Jahre gebaut worden. Das Konzept ist ja heute noch sehr erfolgreich. Ja, wie gesagt, er hat eine super Ausstattung, wie ihr seht. Leuchtet jetzt Tankreserve, da ist nicht mehr ganz so viel drin. Also die Tankreserve, die hält nicht 70 Kilometer, sondern nur 30 oder 35, muss man halt dran denken. Aber wir fahren da hier nicht zu weit und wir haben ja heute wieder mal allerschönstes Wetter. Deswegen haben wir gleich gesagt, das nutzen wir. Den Wagen haben wir gestern Abend erst bekommen. Der ist auf Achse hierher gekommen. Ist von den 9.700 Kilometer, die er hat, allein gestern 800 gefahren. Also das Auto kommt ja aus Norddeutschland. Fast schade, aber er hat immer noch keine 10.000 gelaufen.
Man darf nicht vergessen, also der CW-Wert von dem Auto hier, der ist nicht so ganz optimal. Der hat ja eigentlich einen CW-Wert wie ein Scheunentor. Diese gerade stehende Scheibe vorne und dann diese ganzen Ecken und Kanten. Aber da hat man sich 1977 noch nicht so viel Kopf drüber gemacht. Das ist heute, haben sie es abgerundet. Der neue G hat das nicht mehr. Aber das Auto ist mittlerweile ein Kultauto. So, mal gucken hier. Ja, also es geht mutig nach vorne. Ganz beachtlich, wie schnell man 2,5 Tonnen bewegen kann. Es geht hier ja nicht nur einen Berg hoch, sondern der ist ja sofort auf 140. Also das Ding zischt richtig ab, aber dafür ist er eigentlich nicht gebaut. Wir wollten euch das nur mal zeigen, dass der richtig Brause hat und das hat er hier auch. Macht Spaß zu fahren. Also wenn man Lust hat, ein G schnell zu fahren, mit dem geht das hier. Was ich halt schön finde, sind 8-Zylinder. Ich bin alter 8-Zylinder-Fan. Ich habe in jungen Jahren mal einen Mercedes 300 SEL 3,5 gehabt mit dieser schönen V8-Maschine. Und seitdem bin ich ein 8-Zylinder-Fan, weil das ist einfach eine andere Sache als 4- oder 6-Zylinder. Merkt man einen riesen Unterschied. 8 Zylinder sind immer 8. Und wenn man dann noch Hubraum hat, und das hat er hier 5,5 Liter, wie gesagt, Hubraum ist wirklich durch nichts zu ersetzen, außer durch Hubraum. Ja, toller Wagen. Jetzt fahren wir wieder unsere bekannte Strecke Richtung Alpen. Ist ja wirklich wunderschön, gegen die Sonne, trocken. Also wir haben eigentlich Frühling und genau für solche Tage, für solche Momente ist das Auto hier gebaut worden. Zum Cruisen und echt zum Genießen. Man kann 4 Leute haben bequem Platz da hinten. Man allzu viel Gepäck kann man dann natürlich nicht mehr mitnehmen, aber dafür ist der Wagen ja auch gar nicht gedacht. Aber 4 Leute können super bequem hier sitzen schön hoch. Das Auto ist ja ziemlich hoch. Und wenn einer von euch Lust hat, ins Gelände damit zu gehen, das ist einer der besten Geländemodelle, einer der besten Geländewagen, die es überhaupt gibt. Kommen überall durch, schaffen fast jede Steigung, ist ja in jede Menge Tests auch festgestellt worden. Der Mercedes G ist der absolute Klassiker. Es ist völlig klar für mich, der letzte urige G, er hier 200 Exemplare gebaut, das Auto muss im Preis nach oben gehen und das wird es auch. Es kommt ja dazu, dass der nicht nur selten ist, er hat einen riesigen Nutzen mit dem Wagen. Ihr könnt ja alles machen. Ihr könnt schleppen, ihr könnt ins Gelände, ihr könnt an den Strand fahren. Der bleibt nirgends hängen, der Wagen. Und ich finde die letzte Ausgabe hier auch wirklich schön, auch optisch. Also ich finde, das ist ein Auto, was sie sehr, sehr, ja, also es sieht schick aus, ne? Finde ich wirklich schick. Und dann diese schöne Farbe, dieses ganz dunkle Grün Metallic ist Designo, ist eine Designo-Farbe, wie dieses Auto ja komplett nur Designo hat. Ob das die Ledersitze sind, ob das Holz ist, dieses Pappelholz Designo, was matt ist. Also der Wagen ist wirklich einmalig schön ausgestattet. Da muss ich dem Vorbesitzer, dem ersten Besitzer auch echt ein Kompliment machen. Der hat eine gute Hand gehabt für das richtige Design, für die richtige Ausstattung. Ich habe so Autos auch schon gehabt, die sahen dann nicht so witzig aus von der Farbe. Das sieht klasse aus hier, passt alles zusammen. Ja, ganz besonderes Auto und normalerweise sind ja die Autos, die sind auch noch teuer, wenn sie 50.000, 60.000 gelaufen haben und dann teilweise hart hergenommen worden sind. Da muss man immer gucken, wenn man sich einen G kauft, was hat er schon hinter sich, weil viele Kunden, die machen vollen Einsatz mit dem Wagen und da muss man dann genau nachgucken, weil wenn hier Reparaturen dann sind, wenn der mal richtig hergenommen wurde, die kosten auch Geld bei einem G. Auf der anderen Seite ist das Auto so einfach gebaut, also ich sag mal, da können auch einfache Werkstätten eine Hand dran anlegen und kriegen das repariert. Fährt toll, hat eine wunderschöne Farbkonstellation, sieht sehr edel aus. Und ich meine, hier mit dem Alpenhintergrund ist das ja hier im Moment das Auto genau in der richtigen Landschaft. Wir sind eben ein bisschen über Wiesen gefahren, das hat doch echt Spaß gemacht. Und man merkt halt, man hat einen Geländewagen. Das Ding hat ja immer Allrad mit Sperre. Es ist alles dabei, was man braucht, um überall durchzukommen. Aber meistens wird so ein G als Cabrio dafür gar nicht genutzt. Also könnte man aber machen, wenn man das wollte. Ich meine, zum Fahren ist der klasse. Man sitzt hier bequem drin, das sind super modellierte Sitze. Hat ja auch die aufblasbaren Sitze, diese ganzen
wie heißt das gleich hier, orthopädischen Sitze, aufblasbar in allen Richtungen. Da kann man sich richtig zum Sportsitz hier konfigurieren. Da sind alle Teile des Sitzes aufblasbar. Man sitzt da wirklich drin wie in einem Rennwagen. Also es ist toll gemacht. Also welche Extras der Wagen hat, macht richtig Spaß. Und ist natürlich ein ziemlicher Luxus, so ein Auto, auch gar keine Frage. Aber die kosten jetzt noch keine 300.000 Euro, aber ich sage euch voraus, diese Autos liegen bald ganz woanders. Dieser hier, der ist knapp unter 300 zu haben, aber ich bin mir absolut sicher, das ist sehr, sehr bald vorbei, weil wir merken die Nachfrage. Es gibt ja keine. Ich meine, die Autos sind mittlerweile 6 Jahre alt und die Leute sind die Autos auch gefahren. Also dementsprechend haben die auch Kilometer, aber ich glaube, das wird bald unwichtig sein. Weil wer überhaupt so einen Wagen mit der Ausstattung bekommt und dieser tollen Maschine, da gibt es nur 200 Stück von. Der wird das nehmen, was da ist. Und dieser hier, ich sage es zum 10. Mal wahrscheinlich jetzt, erster Hand 9.700 gelaufen. Das findet man am Markt gar nicht mehr, kann ich euch so sagen. Wir haben lange gesucht. Wenn ihr übrigens noch weitere Gs habt, die interessant sind, bietet uns die gerne an. Gs kann ich immer gut weiterverkaufen. Habe ich auch persönlichen Bezug zu, weil wir 10 Stück in der Firma hatten. 10 G-Modelle, ich kenne die wirklich in- und auswendig. Ich mag den Wagen. Wenn ihr was Tolles habt, Cabriolets oder auch so schöne mit irgendwelchen Besonderheiten, ruft mich an. Firma Cargold hier, Beuerberg, Riedering, 080 36 70 06. Da könnt ihr uns immer erreichen. Wir besuchen euch auch, schauen euch an, was ihr habt. Wir kaufen übrigens auch an, je nachdem, wie es am besten passt. So Autos stehen ja zum Teil auch in der Sammlung, aber auf jeden Fall immer interessant für euch. G ist ein Liebling von mir, habe ich immer gerne und gut verkauft und das werde ich auch in Zukunft machen. Gehört einfach dazu, das ist ein absoluter Klassiker und der wird sich noch mehr zum Klassiker entwickeln. Das seht ihr ja heute auch. Interessant ist ja auch, dass ich kenne also jemanden, ein Bekannter von mir, der hat eine Mercedes-Vertretung, der sagt auch, die Gs, die laufen nach wie vor wie verrückt, auch die neuen. Man hat ja die ganzen Designelemente weitgehend mit übernommen. Ich habe selber gedacht, naja, wer weiß, jetzt ein neues Auto, der alte, das war so der absolute Klassiker, aber die laufen auch, die neuen Gs. Das ist einfach ein Konzept, was funktioniert, was die Leute haben wollen. Und als Geländewagen ist der unschlagbar, ne? Auch von der Stabilität von allem. Es ist ein ganz ausgereiftes, toll gemachtes Auto, ein tolles Konzept. Und deswegen sind die Autos auch preisig. Ihr werdet am G nie Geld verlieren. Also wenn ihr euch die anguckt, selbst wenn die 30, 40 Jahre alt sind, dann steigen die noch im Wert, eher als dass sie fallen. Also ein G ist immer das richtige Investment. Auf jeden Fall ganz hoher Nutzen. Könnt ihr ganz viel machen mit den Autos und ihr habt ein Auto, wo ihr nie mit Geld verliert. Und mit einem Original-Cabrio, dieser hier, verliert ihr gar nichts. Das ist ein super Investment. Werdet ihr in 1, 2 Jahren sagen, mein Gott, hätten wir den damals gekauft. Da hat er noch unter 300 gekostet. Das wird sich ändern. Bin ich 100% sicher. Ja, jetzt haben wir die letzten 500 Meter vor uns. War wieder eine richtig schöne Probefahrt mit euch. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was zeigen können zu so einem spannenden G, wie ich meine. Es steht hier bei uns in Beuerberg, ist ein ganz besonderes Auto. Wir sind schon dabei, weil die ganze Woche soll ja gutes Wetter sein, die nächsten Probefahrten vorzubereiten. Also bleibt immer auf unserem YouTube-Kanal Cargold YouTube. Und da freue ich mich, wenn ich euch bald wieder sehen darf, euch als Beifahrer wieder mitnehmen darf zu unserem nächsten Film. Ist schon in Vorbereitung, unsere Mechaniker machen schon die nächsten Autos fertig, weil die müssen ja mal gut laufen, wenn wir die fahren und losfahren damit es auch eine spaßige, eine richtig gute Probefahrt wird. Ja, ich sage euch alles Gute, bleibt gesund. Da sind wir wieder in Beuerberg. Euer Stefan Luftschütz, bis zum nächsten Mal. Ciao.